Ich würde am liebsten noch viel mehr Ehrenämter machen und nehme da total viel mit. Primär würde ich sagen, etwas zu tun, was für mich eine Sinnhaftigkeit hat und vor allem, wo ich mich glücklich mitfühle. Glücklich im Angestelltenverhältnis. Das heutige Thema der neuen Folge Erfolgsgeflüster, zu der ich dich herzlich begrüßen möchte, ist ein etwas anderes Thema. In der Regel sind meine Gäste ja Selbstständige und Unternehmer, die von ihrer Praxis berichten und den Weg, den sie gegangen sind, um dorthin zu kommen. Heute möchte ich mal darüber sprechen, wie es dann eigentlich ist, als Angestellter glücklich zu sein. Denn das betrifft ja doch ganz viele von euch, die jetzt gerade vielleicht auch zuhören. Nicht jeder möchte ja in die Selbstständigkeit und das ist vollkommen in Ordnung. Ich freue mich, dass mein heutiger Podcast-Gast mal aus seinem Leben berichtet, den Weg, den er gegangen ist und was er dafür tut, um sicherzustellen, dass er glücklich ist mit dem, was er tut. Eines kann ich schon spoilern, er ist aktuell in Teilzeit angestellt, er macht ganz viele verschiedene Dinge und vereint das alles, weil es ihn glücklich macht. Und er hat zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht die Absicht, in naher Zukunft in die Vollselbstständigkeit zu gehen. Deswegen bin ich gespannt, was er gleich mitgeben kann aus seinem Lebensweg, aus seiner Sicht auf das Thema Erfolg und mehr und begrüße ihn damit recht herzlich. Hallo Philipp Unger. Hi Michelle, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ich bin gespannt, denn wir reden heute mal aus der Sicht eines ja normalen Angestellten. Normal klingt immer so pauschal, aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine, weil tatsächlich im Erfolgsgeflüster-Podcast haben wir ja immer ganz viele Selbstständige und Unternehmer hier, ein paar Führungskräfte und jetzt bist du heute eben da und deswegen bin ich sehr gespannt, wie deine Sicht auf das Thema Erfolg ist. Deswegen lass uns gerne mal reinstarten. Wie definierst du für dich persönlich Erfolg? Mhm. Ja, sehr schöne Frage. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, was sich ständig weiterentwickelt bei mir, aber primär würde ich sagen, etwas zu tun, was für mich eine Sinnhaftigkeit hat und vor allem, wo ich mich glücklich mitfühle. Also wirklich, und das sieht man, glaube ich, ja auch, wenn wir darüber reden, über die Stationen, die ich durchlaufen habe, über verschiedene Wege hinweg, einen Weg zu finden, wo ich sage, ey, da habe ich einen Mehrwert von, da fühle ich mich, kann ich mich weiterentwickeln, da habe ich Spaß dran. Natürlich sind da viele Erfolgsfaktoren noch irgendwie angeknüpft, aber auf jeden Fall würde ich es für mich definieren als ein Tun oder eine Passion, mit der ich Mehrwert stifte und an der ich Spaß habe tagtäglich. Auf jeden Fall schon mal ein interessanter Einstieg. Du hast gerade deine Station auch schon angesprochen. Vielleicht gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein gleich. Aber bevor wir da reingehen, vielleicht spontan, was ist denn so die eine Station, mit der wir jetzt starten sollten, weil du da am meisten für dich gelernt hast? Puh, das ist schwierig, um es zu definieren als am meisten, aber ich glaube, man kann ganz gut starten und dann auch chronologisch wird es passen mit meiner Ausbildung, die ich gemacht habe zum großen Außenhandelsmanager, wie es heutzutage, glaube ich, heißt. Einfach weil ich da einen sehr umfassenden und weiten Blick in ganz verschiedene Richtungen erhalten habe und das hat so ein bisschen Türen geöffnet, würde ich behaupten. Das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg. Die Ausbildung habe ich auch gemacht. Ich wusste noch nicht, dass es jetzt heutzutage Manager heißt oder Managerin, aber auf jeden Fall kann ich meinem Titel da auch mal ein Upgrade verpassen, würde ich sagen. Dann bin ich auch großen Außenhandelsmanagerin damals gewesen. Cool, dann lass uns gerne mal einsteigen. In welcher Branche hast du das Ganze denn gemacht? Denn auch der Handel, ich weiß es selber, ist sehr vielfältig. Was war so der Einstieg? Und dann entwickeln wir uns dahin, was du heute machst. Und natürlich ganz wichtig, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer davon mitnehmen können. Die Frage natürlich, wie zufrieden bist du? Und kann man eben auch als Angestellter glücklich sein und seinen Weg finden? Das werden wir gleich beantworten. Und deswegen lass uns gerne mal reingehen, wie sich dein Weg nach der Ausbildung weiterentwickelt hat. Mhm. Ich versuche mich einigermaßen kurz zu halten, weil viele tolle Stationen gefolgt sind, aber genau die Ausbildung habe ich im Bereich Großhandel gemacht, beziehungsweise bei einer großen E-Commerce-Plattform, einer deutschen. Und da habe ich es einfach total genossen, unabhängig davon, dass das Klima in dem Unternehmen einfach auch sehr angenehm war und sehr viel Möglichkeiten und Potenzial geboten hat, um sich weiterzuentwickeln und sich auszuprobieren, konnte man dort einfach sehr viele Stationen durchlaufen. Man hat seinen Einsatz irgendwie mal selber aussuchen müssen. Natürlich gibt es ein paar Pflichteinsätze, die man irgendwie durchlaufen muss, aber grundsätzlich einfach sehr viel Raum auszuprobieren. Ich habe, glaube ich, zum Ende meiner Ausbildung immer gesagt, oh, ich würde eigentlich jetzt die Ausbildung gerne noch verlängern und noch mehr Dinge ausprobieren, weil das so eine tolle Grundlage ist, zu gucken, hey, was liegt mir, was gefällt mir und was sind irgendwie auch so Dinge, die irgendwie passieren müssen, wo man aber irgendwie gar nicht so Lust drauf hat. Und das hat mir total getaugt und daher wäre ich am liebsten noch länger in der Ausbildung geblieben, habe dann aber auch eine tolle Übernahmestelle in dem Unternehmen selber bekommen. Da habe ich mich dann Projekt- und Risikomanager nennen dürfen für ungefähr 2 Jahre. Ähm, und da nochmal so ein gewisses Themenschwerpunkt zum Thema E-Commerce, Plattformen, Projektmanagement, irgendwie auch in ganz viele Richtungen. Wir hatten auch viel mit gesetzlichen Themen zu tun zum Schluss, also eine ganz große Gesetzesänderung, die umgesetzt werden musste und dann eben abgegliedert worden ist in kleinere Teilprojekte, die wir da haben ja initiieren müssen in unserem Bereich, aber mit ganz vielen anderen eben auch politisch zusammenarbeiten müssen, die da ein Stück vom Kuchen abhaben wollten.
Aber es hat auch total Spaß gemacht und da habe ich vor allem nochmal gemerkt, wie wichtig mir ein Team ist und da zusammenzuarbeiten. Das passt ja auch zum Thema Selbstständigkeit, wo man im Zweifel vielleicht erstmal kein Team hat, aber wie wichtig mir das auf jeden Fall ist. Genau, und um jetzt nicht direkt schon auszuschweifen, das sind erstmal 2 Jahre dann gewesen, die ich dort verbracht habe, ehe ich dann im letzten Jahr im Februar gekündigt habe. Auf jeden Fall spannend, denn ich glaube, du bist einer der wenigen, der sagt, ja, ich hätte meine Ausbildung am liebsten verlängert. Die meisten wollen ja immer verkürzen. Das ist ja immer so der Plan quasi. Kann ich das in 3 Jahren machen? Kann ich das in 2,5 oder sogar in 2 Jahren machen, statt eben den, ja, vielleicht 3,5 Jahren, die standardmäßig angesetzt werden von vielen Unternehmen. Auf jeden Fall spannend. Ich würde sagen, das Thema Lernen ist etwas, was dich schon immer dann angetrieben hat? Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also wonach hast du gesucht, nachdem du gesagt hast, okay, jetzt verlasse ich dieses Unternehmen, bei dem ich so viel gelernt habe? Mhm. Also ich bin total dankbar erstmal für diese Zeit, die ich auch lernen durfte und super viel Verantwortung tragen durfte, auch in den 2 Jahren, die ich dann dort angestellt war. Und der Grund meiner Kündigung war, und deswegen passt es ganz gut, wie du es nochmal formulierst, der Grund oder die Suche, noch mehr lernen zu wollen. Und ich bin, glaube ich, auch ein recht kreativer Mensch und habe das auch da nochmal ein bisschen entdeckt, beziehungsweise dann auch schlussendlich vermisst in meiner Arbeit, die ich dort ausgerichtet habe. Und war einfach, es gibt noch so viel mehr und das passt eben auch zu dem, dass ich viele kleine Dinge mache, die irgendwie dann trotzdem für mich einen roten Faden ergeben, aber ich wollte nochmal ausprobieren, neue Dinge erleben, gucken, was es noch irgendwie in mir schlummert oder was für Potenzial in mir noch ist und bin da rückblickend auch sehr, sehr dankbar für diesen für mich damals sehr mutigen Schritt gegangen zu sein, zu sagen, hey, ich gehe hier aus einem sicheren Arbeitsumfeld erstmal raus, aus dem Grund, dass ich sage, ey, da ist noch mehr für mich und ich möchte mal gucken, dass es da ganz andere Themenfelder gibt, die mich interessieren. Was hast du dann konkret für dich gefunden, wo du gesagt hast, das ist es jetzt, damit mache ich weiter, da kann ich genug Neues lernen, um eben die nächsten Schritte zu gehen für mich? Mhm. Tatsächlich, wie ich schon angeteasert habe, nicht die eine Sache, sondern ganz viele tolle Sachen. Also ich bin damals auch, habe gekündigt, ohne was Neues zu haben, zumindest die Kündigung ausgesprochen, da hatte ich noch nichts Neues. Und habe dann auf jeden Fall Erfahrungen im Reisen erst mal machen dürfen. Hatte ich früher schon recht viel gemacht, aber erstmal die Auszeit, die man oft auch vergisst, aber mir zum Beispiel sehr gut tut, war ich in Portugal, bin den Jakobsweg noch gelaufen. Das war jetzt keine weltverändernde Geschichte, aber auf jeden Fall eine guttunende und da habe ich auch ganz viel mitnehmen dürfen. Ich habe ein Praktikum im Sportjournalismus gemacht, weil ich einfach das Schreiben immer wieder merke, dass es ein Thema ist. Ich mache Poetry Slam und ich schreibe gerne schon seit irgendwie Jugendlichtagen. Und weil ich auch sehr sportbegeistert bin, auch nochmal was ausprobieren dürfen. Eine ganz, ganz andere Richtung ja im Vergleich zu dem, was ich vorher getan habe. Und auch da sage ich aber, dass das unheimlich wertvoll war, weil ich habe herausfinden können, das ist es nicht, was ich machen möchte, weil ich liebe den Sport, ich liebe das Schreiben, aber das dauerhafte Schreiben und dieses klassisch Journalistische hat mir eben nicht getaugt. Und das war ein total toller Einblick und auch dieses, was meine Mama immer sagt, ja, zu wissen, was man nicht will, hilft auch. Das denkt man immer so, ja, Quatsch, reicht Mama, aber da hat sie recht mit gehabt. Also war total wertvolle Erfahrung. Und dann war ich 3 Monate in Spanien, habe dort in einem Jugendcamp als Campleitung gearbeitet. Also wir hatten da in der Hochsaison bis zu 550, ja, 13- bis 17-Jährige, die auch nicht ganz einfach immer sind, aber habe dann mit 3 anderen tollen Personen im Team oder im Kernteam natürlich immer wechselnden Mitarbeitenden dieses Camp da schmeißen dürfen. Und das sind auch Erfahrungen, die auf Papier gar nicht so, glaube ich, rüberkommen, wie wertvoll das für mich und meine Entwicklung war, weil es da ganz viel mitschwingt im Sinne von Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, Mitarbeitendenführung, also ganz, ganz viele kleine Themen bis hin zur Resilienz, die ich da einfach auch nochmal auf so einen ganz anderen Stellenwert, glaube ich, habe lernen dürfen, die mich aber unheimlich weit gebracht haben im Sinne von, dass mich erstmal nichts aus der Bahn werfen kann, weil da so viele Dinge passiert sind, von Rohrbruch bis irgendwelchen Streitigkeiten natürlich und Verboten, die nicht oder die gebrochen werden. Aber eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung und um nicht zu weit auszuschweifen, bin ich dann seit dem 1.11. und das erstmal auch beständig jetzt in einer Stiftung, die sich im Berufsorientierungskontext bewegt. Und da merke ich auch gerade wieder, um es noch einen kurzen Einblick zu geben, dass ich da meine Kreativität im Sinne des Schreibens und des PR, was da eben auch so ein Thema ist, was bei mir liegt, irgendwie ausleben darf. Wobei man im Stiftungskontext auch sagen darf, wir sind ein Team von 3 Leuten, dass da ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig passieren und irgendwie jeder so von allem ein bisschen was machen muss. Super spannend auf jeden Fall. Ja, da kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf zu sprechen, wenn wir noch die Zeit finden. Aber da waren jetzt schon so viele Sachen dabei, wo ich noch ein bisschen nachhaken möchte.
Zum einen natürlich, ich glaube, das Leitmotiv, was du gerade gesagt hast, ist so dieses Ausprobieren, dass man einfach auch auf anderen Wegen, abseits des klassischen Angestelltenverhältnisses, ne, wie sagt man so schön, der geradlinigen Karriere, ganz viel lernen kann, was einem ja trotzdem auch viel mitgibt. Vielleicht nicht die klassischen Skills, die dann auf dem Lebenslauf irgendwie total sichtbar sind und eindeutig sind, aber eben genau das, was man fürs Leben lernt. Und letztlich ist ja das, was nachher zählt. Denn ja, ich kann auch so viele Skills haben, die irgendwo stehen, wenn die aber nicht durch Lebenserfahrung unterstützt werden, dann sind sie halt nur bedingt hilfreich. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte als Nachfrage zu dem, was du erzählt hast, ist das Thema Jakobsweg. Und zwar, was sind so die 2 bis 3 Punkte, die du auf dem Weg für dich gelernt hast? Und vielleicht noch eine Frage vorweg. Was hat dich motiviert, diesen Weg zu laufen, den Jakobsweg zu machen? Mhm. Motiviert hat mich, ich habe das klassische von Harpe Kerkeling, glaube ich, vor 10, 15, vielleicht sogar Jahren gelesen und fand das schon immer gut. Bin grundsätzlich ein Mensch, der gerne in der Natur ist und war so, ey, kann ich mir mal vorstellen, wobei ich das fairerweise vielen Dingen sage. Es hat dann aber total gut gepasst. Ich glaube, ein Kumpel ist dann auch mal gelaufen vor einem halben Jahr oder ein halbes Jahr vorher und das hat mich auf jeden Fall nochmal inspiriert. Und dann hat es gut gepasst und dann habe ich das dankbarerweise gemacht. Kann da auf jeden Fall die Empfehlung aussprechen, das ohne Handy zu machen, so wie ich das gemacht habe, weil es für mich, ohne Vergleichbarkeit zu haben, nochmal die Erfahrung, glaube ich, irgendwie vertieft hat. Und ich habe mitgenommen ganz, ganz viel, um es auf eine Sache irgendwie runterzubrechen. Und das passt so gut symbolisch zum Weg auch so ein bisschen, beziehungsweise zum Jakobsweg, aber auch zum Lebensweg. Hatte ich mir so ein paar Dinge notiert. Und das eine, was irgendwie sehr hängen geblieben ist, dass es sich lohnt, in manchen Momenten innezuhalten und mal sich umzudrehen und zurückzugucken, hey, was habe ich eigentlich alles schon geschafft? Und das passt so gut auf den Weg, wo du denkst, oh, da hinten ist die Brücke und die ist noch so weit weg. Und 3 Stunden später drehst du dich um und denkst, die Brücke, die ist ja da hinten jetzt. Was ich jetzt in 3 Stunden wieder geschafft habe. Aber das auch im Leben mal zu tun, zu sagen, hey, guck mal, ich habe so viel geschafft im letzten halben Jahr, ich habe so viel in der Ausbildung hab lernen dürfen. Und das vergisst man, glaube ich, oft irgendwie bei dem, was man macht und dass man irgendwie auch mal wechselt den Weg. Aber das so innezuhalten und zu sagen, hey, ich kann auch mal stolz an mir auf die Schulter klopfen für das, was schon passiert ist. Das ist, glaube ich, eine von vielen Dingen, die so ein bisschen von Jakobsweg für mich aufs echte Leben zu transferieren oder zu vergleichbar ist. Und das gibt mir ganz viel und da denke ich tatsächlich oft noch mal dran, auch heute. Hast du noch so ein zweites Beispiel, was so eine Erkenntnis war, vielleicht jetzt auch mit ein bisschen Abstand eben nach ein paar Monaten, nachdem du wieder zurück bist, wieder in dem realen Leben, in dem Arbeitsalltag angekommen bist, was dir jetzt heute noch hilft? Mhm. Das sind gute Nachfragen. Ich möchte so viel davon erzählen, weil mich das so viel inspiriert hat. Hau raus. Genau, ich glaube so ein bisschen auch wieder diese Transferleistung von, ich habe mich verlaufen auf dem Jakobsweg und habe dann da, aber dadurch, dass ich den falschen Weg einmal gegangen bin oder den vermeintlich falschen, haben sich ganz andere Türen geöffnet oder ich habe da irgendwie Menschen getroffen, die ganz besonders waren. Und das finde ich passt auch so, dass es passt wiederum zu dem, was du sagtest, dem geradlinigen Lebenslauf. Der muss nicht geradlinig sein, um trotzdem erfolgreich sein zu können. Und dass man da einfach vielleicht mal irgendwie in die Sackgasse einmal reingehen muss, um dort den Menschen zu treffen, der einen dann auf den richtigen Weg irgendwie begleitet oder einem richtig den Mehrwert bringt im Sinne von Unterhaltung oder im Sinne von was auch immer es sein kann. Und das auf jeden Fall dieses Vertrauen in sich verlaufen oder mal vermeintlich falsch laufen, ist trotzdem sinnstiftend und einen Mehrwert geben für for the long run. Ne? Das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Aber es sind Begegnungen, die dann passiert sind, die unheimlich bereichernd waren, langfristig. Und das kann man ja irgendwie auch ganz gut, finde ich, in den beruflichen Kontext irgendwie einordnen mit Fehlerkultur und irgendwie nicht aufgeben, sondern mal gucken, hey, das war jetzt vielleicht der falsche Ansatz, dann gucken wir nochmal, aber mit dem Gelernten, ne, aus den Fehlern lernt man, kann man dann viel stärker rausgehen und nochmal eine andere Strategie für das Projekt zum Beispiel anstreben oder welche inhaltliche Aufgabe es auch immer ist. Stichwort Fehlerkultur ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Das passt auch ein bisschen zu dem, was du davor gesagt hast, das Zitat von deiner Mutter. Im Sinne zu wissen, was man nicht mag, ist auf jeden Fall auch hilfreich und wertvoll. Kann ich nur unterschreiben. Ich habe selber auch Praktika mal gemacht, nach dem Studium tatsächlich erst, um festzustellen, okay, nee, das ist es nicht. Ich dachte bis dahin immer, ja, Tourismus interessiert mich voll. Das ist das Ding, was ich mir auch vorstellen kann für meine Karriere. Dann habe ich ein Praktikum gemacht und festgestellt, ja, nee, irgendwie ist es das so gar nicht. Also da fehlt mir irgendwie noch was mir halt wichtig ist. Deswegen ist das auch ein guter Aspekt. Hast du da noch ein Beispiel, wo du einfach gemerkt hast, okay, es ist oder es selber auch mal erlebt irgendwie im Arbeitsalltag, was es ausmacht, wenn eben eine Firmenkultur vielleicht oder auch eine Teamkultur Fehler nicht nur toleriert, sondern ein Stück weit vielleicht sogar fördert und sagt, es ist in Ordnung, du kannst Fehler machen, weil das bringt uns eben weiter. Dann wissen wir eben, ne, genau wie Edinson, ich habe so viele Wege gefunden, wie etwas nicht funktioniert und ich bin näher gekommen dem Weg, wie etwas funktioniert. Hast du da so ein Erlebnis mal aus dem Berufsalltag, wo du gemerkt hast, Fehler machen ist in Ordnung, das hat mir was gebracht?
Mhm. Auf jeden Fall. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dir zurück. Ich finde, das war auch ein ganz toller Einblick, den du gerade gegeben hast, im Sinne, man weiß ja oft gar nicht, wie viel es noch gibt, ne? Also, man ist ja teilweise so begrenzt und das meine ich gar nicht negativ, weil das einfach dann durch die eigenen Eltern oder durch das Umfeld nur kommt, was es denn an Berufsmöglichkeiten überhaupt gibt. Aber da ist ja noch so, so viel mehr. Deswegen voll schön, wenn man sich dann doch mal ausprobiert oder eben auch direkt das findet, was einem taugt, was ja teilweise auch ein bisschen erschütternd sein kann, dass es so viele Möglichkeiten heutzutage gibt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, kann ich, glaube ich, auch wieder auf meine Ausbildung verweisen, die mich einfach total, es war ja neben ganz vielen und zahlreichen Minijobs, die ich davor gemacht habe, wo ich auch wertvolle Erfahrungen gesammelt habe ich da einfach einen direkten Umfeld gehabt mit eben AusbildungsbetreuerInnen, die natürlich teilweise gewechselt haben, aber eben auch sehr beständig da waren, die dann immer wieder darin bekräftigt haben, dass Fehler machen in Ordnung ist und auch dieser tolle Satz geherrscht hat. Also ich bin irgendwie ein Freund von Zitaten, merkst du vielleicht schon, aber Feedback ist ein Geschenk. Und klingt so einfach, aber da steckt so viel dahinter, weil Feedback irgendwie zu erhalten und zu geben und zu sagen, hey, das ist irgendwie schief gelaufen, nur daraus kann ich lernen und nur daraus kann ich wachsen. Und dieses Umfeld hat man mir und auch den anderen Auszubildenden auf jeden Fall gegeben in meiner Ausbildung. Und um vielleicht ein plakatives Beispiel noch zu nehmen, glaube ich, ich bin sehr humorvoller Mensch und habe gerade im Anfang meines ersten Einsatzes ein Feedback dazu bekommen, dass ich das so ein bisschen darauf achten müsste, dass in der E-Mail-Kommunikation gegenüber externen oder KundInnen war es dann, glaube ich, dass ich da irgendwie einen Smiley benutzt habe oder so ein bisschen irgendwie flapsig geworden bin. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was es war. Was mich erstmal natürlich so dachte, oh Mann, jetzt lass mich doch mal und irgendwie, man fühlt sich erstmal angegriffen, ne? Aber ich glaube dann, gerade nach so ein paar Wochen habe ich dann merken können, ey, das ist wichtig und das ist irgendwie auch total gut, das mal als Feedback bekommen zu haben und daraus lernen zu können. Aber es ist immer so formuliert worden, nicht als du bist falsch oder das ist schlecht, sondern hey, hier ist noch Potenzial, guck dir das doch mal an, das kannst du irgendwie noch ausbauen. Und da könnte ich sicherlich noch ganz, ganz viele Bereiche oder Beispiele nennen, dass da einfach ein ganz, ganz tolles Umfeld geschaffen worden ist, in dem ich mich immer wohl gefühlt habe, Dinge auszuprobieren, auch encouraged worden bin, zu sagen, hey, versuch's doch erstmal selber, ne? Irgendwie so ein bisschen auch ins kalte Wasser geworfen zu werden. Und dann gucken wir im Nachgang drauf, wo es vielleicht noch irgendwie Stellschrauben gibt, wo wir nochmal sagen können, hey, da ist noch Potenzial. Aber genau, auf jeden Fall die Ausbildung war dann ein total toller Rahmen, um diese Wertschätzung und aber auch dieses Ausprobieren genießen zu dürfen und dann aus Fehlern lernen zu können. Sehr schön, ja. Jetzt machst du heute eben nicht nur den Job in der Stiftung, von dem du gerade schon erzählt hast, sondern du machst eben, ja, wie du es gesagt hast, nebenbei auf jeden Fall noch ein paar andere Dinge. Hol uns gerne mal dazu ab, was machst du denn? Ich glaube, Moderation ist auf jeden Fall ein Stichwort, aber gib uns da gerne mal einen Einblick, was du machst und natürlich auch, wie du das vereinst mit deinem Hauptjob, sowohl zeitlich als auch natürlich für dich einfach persönlich. Mhm. Also erstmal mein Hauptjob bei Hans, das Ausbildungsnetzwerk Zukunft. Entschuldigung, den mache ich in Teilzeit. Das muss man, glaube ich, auch nochmal preisgeben, dass das natürlich dann auch hilft, noch andere Dinge nebenbei machen zu können. Als zweite Haupttätigkeit, wenn man so möchte, bin ich als freier Autor, kann man sagen, angestellt bei einem Content Creator, wo ich den einfach so ein bisschen im Sinne von Skripterstellung und Textformulierung oder einfach im Brainstorming so ein bisschen unterstütze und zur Seite stehe und darf da meine kreative Seite auf jeden Fall so ein bisschen ausleben. Dann nebenbei sind es aber noch ganz, ganz viele kleine Dinge, die einfach alle, wir hatten vorhin vom roten Faden gesprochen, auf das einzahlen, meine Passion, nämlich schreiben und irgendwie so moderieren, auf der Bühne stehen, sind auf jeden Fall so Dinge, wo ich sage, hey, das taugt mir, da weiß ich, bin ich gut drin, auch wenn ich da noch wachsen kann. Und ohne zu sagen, ich möchte Moderator werden, ist das gerade was so ein bisschen für mich der rote Faden ist, den ich gerade, oder der rote Weg, den ich weitergehe. Und das sind dann, ich mache Poetry Slam, sagte ich, PowerPoint Karaoke, was mich total hilft. Da gehst du auf die Bühne, hast eine Präsentation, die du hinter dir angeworfen bekommst und hast 8 Minuten Zeit, so zu tun, als würdest du sie kennen oder hättest sie selbst entworfen. Also das schult total diese Spontanität. Also auch das ist halt irgendwie auf diese Moderationstätigkeiten, die ich nebenbei auch noch mache. Bei Cheftreff hier im großen Event in Hamburg war ich gerade, durfte moderieren. Ich bin im Ehrenamt bei der Stiftung Dialogstark seit über 2,5 Jahren schon. Das ist ein total tolles Programm, um es kurz anzureichen, wo es ein bisschen um mentale Gesundheit geht, weil eben auch das ein Thema ist, was ich unheimlich wichtig finde und ja auch zu dem, was ich ursprünglich sagte, mit dem, was Erfolg für mich ist. Ne? Also was zu finden, was einen glücklich macht und was die eigene Rolle dabei ja ganz, ganz wichtig ist, eben auch. Da habe ich selber das Programm durchlaufen, wo man so eine Mentorin oder einen Mentor bekommt und da ganz viele tolle Inputs oder Inhalte ja, zur Seite gestellt bekommt. Und da bin ich schon recht lange dabei. Und ansonsten habe ich jetzt, nachdem ich eben in Spanien war letztes Jahr, mache ich noch so ein Ausbildertum, also bilde quasi Menschen aus, die selber eben in die Destination, ich war in Spanien, es gibt eben aber auch andere, da bin ich Ausbilder und Referent, um die eben anzulernen, zu schulen und zu gucken, hey,
taugen die das auch, in solche Camps gehen zu können. Und um das vielleicht noch ein bisschen abzurunden, sind das einfach für mich total viele Möglichkeiten und passt auch wieder zu dem, was ich sagte, ich hätte die Ausbildung gern verlängert. Ich würde am liebsten noch viel mehr Ehrenämter machen und nehme da total viel mit, aber einfach, weil das für mich so ein bisschen breit aufgestellt bin ich einfach eher als ein Spezialist vielleicht, aber kann aus so viel kleinen Dingen so viel Großes mitnehmen. Und das sind einfach menschliche Aspekte, das sind Perspektiven, dass man einen ganz anderen Blickwinkel bekommt aus einer anderen Tätigkeit als diesen Alltagstrott, den man vielleicht in einem Job immer hätte. Und die Menschen, die man da betrifft, ist natürlich ein Nebenprodukt, aber mit auch primär der Grund, warum ich die Dinge mache, weil da ganz viele Menschen sind, von denen ich wiederum lernen darf, die natürlich nicht auf dem Papier stehen, aber für mich in meiner Weiterentwicklung ganz, ganz, ganz wertvoll sind. Sehr vielfältig. Deswegen die nächste Frage: Bist du glücklich mit dieser Vielfalt, so wie es gerade ist? Mhm. Ich glaube, ich habe den Anspruch an mich selber, das noch strukturierter hinzubekommen, was nach außen dann gar nicht unbedingt so auffällt. Aber es sind natürlich viele Bälle, die ich da jongliere und da muss ich auch manchmal ein bisschen drauf achten, wie ich das mache. Aber ich bin unheimlich glücklich damit. Ich sagte zwar, ja, ich könnte mir noch mehr vorstellen, weil ich dir jetzt 3 Stiftungen, Initiativen oder Themen nennen könnte, wo ich sage, ey, das wäre total wertvoll noch. Aber ich glaube, es war total wichtig, auch für mich herauszufinden, dass ich eben nicht der bin, der sich jetzt einer Karriere oder einem Pfad explizit widmet und da Spezialist wird. Und das ist vielleicht im ersten Moment für manche nicht verständlich oder auch für einen selbst so, oh Mann, ich wäre gern irgendwie Experte in irgendwas. Aber es hat mir total geholfen zu verstehen, dass ich einfach das nicht bin und dass das auch in Ordnung ist und dass ich einfach eher derjenige bin, der sich gerade breit aufstellt, viele Dinge ausprobiert und damit vielleicht dann doch irgendwann noch zu seinem Expertentum kommen kann. Das ist ja noch möglich weiterhin. Und auch die Selbstständigkeit, weil das ja auch das Thema, weil du sagtest, schließe ich nicht aus. Also ich bin total happy mit dem, was jetzt gerade ist, aber bin auch offen für alles, was noch kommen kann. Aber ja, bin total glücklich, gerade so viele Dinge ausprobieren zu dürfen, weil das ja auch irgendwie einen eine gewisse Art von Dankbarkeit empfinde ich dafür, das tun zu können, weil das auch nicht selbstverständlich ist. Und wenn man irgendwie sagt, man hat ein gesichertes Einkommen auf der einen Seite und die anderen Dinge, auch ich darf meine Zeit für ein Ehrenamt aufwenden. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Deswegen ja, total glücklich auf jeden Fall und sehr gespannt, wo die Reise hinführt, weil ich bestimmt in einem Jahr schon wieder ganz andere Dinge tue oder davon erzählen kann, ohne zu sagen, dass jetzt alles von dem, was ich mache, gerade enden wird. Ja, das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, ob du dir eben vorstellen kannst, eine Sache davon, zum Beispiel das Thema Schreiben, einfach komplett auf selbstständiger Basis zu machen und das Ganze halt Fulltime. Ist das ein Ziel oder sagst du tatsächlich, das höre ich jetzt gerade so ein bisschen raus, dass es vorher mutig ist, aber du darfst gerne korrigieren, dass du sagst, nee, eigentlich genau das, dieser Mix ist es mit auch der Sicherheit natürlich. Wie ist das? Ich glaube, der Mix und die Vielfalt an Dingen wird immer ein Teil von mir sein und wird immer was sein, wo ich sage, da nehme ich was von, gerade wenn einfach eine Sache mal nicht gut läuft, eine zweite zu haben, wo man sich mal ablenken kann oder man auf andere Gedanken kommt. Das ist, glaube ich, was ich mag. Und trotzdem, ohne, wie gesagt, dieses klare Ziel vor Augen zu haben, weiß ich und möchte ich dieses Thema Schreiben, Moderation auf Bühnen stehen, weiter verfolgen und kann mir da sehr gut vorstellen, weil jetzt gerade kann ich mir aus all diesen Dingen, die ich tue, sehr viel rausnehmen, was alles darauf einzahlt, auf diese Passion, die ich habe und kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass dann langfristig, noch nicht, aber langfristig nochmal expliziter auf diese Dinge vielleicht auch runterzubrechen und sei das dann in der Selbstständigkeit oder in einem Angestelltenverhältnis, was eben genau dann maßgeschneidert auf diese Dinge zutrifft, das weiß ich noch nicht, aber da bin ich offen für, das gerade auf dem Weg noch weiter rauszufinden. Welche Rolle spielt Sicherheit tatsächlich? Das finanzielle Sicherheit hast du eben schon mal angeschnitten, aber ist das ein Faktor, wo du sagst, ja, deswegen ist gerade alles gut so, wie es ist? Den Schritt mache ich vielleicht noch nicht? Auch eine sehr spannende Frage, die ich mir damals oder mit oder nach der Kündigung auf jeden Fall habe stellen müssen, natürlich zwangsläufig. Und da war eben ein Jahr, wo ich eben dann dieses Praktikum gemacht habe und in Spanien war und da eben erstmal keine Sicherheit so richtig vorhanden war. Und dann habe ich mich eben aber auch gefreut und dann noch dabei rausgefunden, ey, dann zu wissen, ab 1.11. habe ich einen neuen Job, der mir trotzdem noch die Möglichkeit gibt, andere Dinge nebenbei zu machen. Das war schon gut. Und da habe ich gemerkt, ich bin zwar irgendwie ein spontaner und irgendwie abenteuerlustiger Mensch, aber die Sicherheit ist dann doch irgendwo in mir verankert, dass ich mich dann gefreut habe, wieder was zu haben, worauf man aufbauen kann und wo man nebenbei eben noch andere Dinge weiterentwickeln und ausprobieren kann. Also ja, sowohl finanzielle als auch Sicherheit im Allgemeinen ist das schon in mir verankert und wichtig, wenngleich vielleicht auch weniger, als es bei anderen ist, die sagen, ich könnte das nie irgendwie so für Dinge auszuprobieren oder irgendwie mich ins Unbekannte stürzen, wenn ich noch gar nicht weiß, was danach folgt.
Jetzt haben wir uns zum Beispiel auch über LinkedIn kennengelernt. LinkedIn ist ja eben ein Ort, an dem eigentlich letztlich jeder, der angestellt ist, der selbstständig ist, sowohl Jobs finden kann, als auch über das, was er oder sie tut, sprechen kann. Jetzt ist mein persönlicher Eindruck, ich bin natürlich dort mit sehr vielen Selbstständigen vernetzt, die alle da ihr eigenes Angebot ein Stück weit auch transparent machen. Wie nimmst du LinkedIn wahr und welche Möglichkeiten siehst du eben für Angestellte, LinkedIn sinnvoll zu nutzen für sich und aber auch ihren Arbeitgeber? Mhm. Ja, LinkedIn ist ein tolles Thema. Ich habe da im Freundeskreis auch immer wieder Debatten drüber oder Thematiken, dass das wirklich ja auch voll branchenabhängig ist und gefühlt lieben es die einen und die anderen können sich gar nicht damit identifizieren und das ist ja auch in Ordnung. Ich sehe es auf jeden Fall und das ist für mich unabhängig von einem Angestelltenverhältnis oder einer Freiberuflichkeit, dass man sich da sehr gut selbst präsentieren ist so negativ behaftet, weil ja, ich weiß, diese Thematik, wenn man beweihräuchert sich das vielleicht so ein bisschen oder so, entsteht der Eindruck manchmal, aber ich sehe es eher als Chance und habe das auch für mich total gesehen, dass man da einfach irgendwie Connections aufstellen kann. So dieses Kennenlernen zwischen uns hätte nie stattgefunden dadurch und dafür bin ich total dankbar, einfach diesen Austausch zu haben, jetzt diesen Podcast hier führen zu dürfen, Einblicke in dem, was du machst, irgendwie bekommen zu können. Und das ist total wertvoll, weil man einfach da auf Menschen trifft, die man sonst vielleicht nicht unbedingt treffen würde. Und natürlich Employer Branding, ganz viele Unternehmen können das heutzutage nutzen, machen das ja auch immer mehr, dass eben durch die Mitarbeitenden, und das ist ja auch der Algorithmus so ein bisschen darauf ausgelegt, dass die eine viel größere Reichweite oder eine Akzeptanz haben als der Unternehmensaccount selber, der im Zweifel gar nicht mehr so wichtig ist, wenn es ganz viele Mitarbeitenden gibt, die davon berichten, wie toll die Kultur ist, das am besten Fall auf authentische Art und Weise natürlich tun. Dementsprechend ist das, glaube ich, ganz, ganz zeitgemäß da gerade stattzufinden, in dem Ausmaß oder in dem, wie man es selber eben auch sich wohlfühlt. Und das muss man selber gucken. Aber ich sehe es auf jeden Fall als Mehrwert, bin da gerne unterwegs und habe da für mich zumindest eine Zufriedenheit mit dem, was ich poste und was ich preisgebe, dass es auf jeden Fall darauf einzahlt, hey, guck mal, das bin ich und das bringe ich auch mit und vielleicht wäre das sogar interessant für dich, aber eben auch einfach ey, ich lasse mich inspirieren und nehme mit, was da so stattfindet und treffe Menschen wie dich und das ist total toll. Auf jeden Fall. Und es hat ja auch Vorteile. Also ich erinnere mich selbst, ich habe ja auch mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit angefangen und bin ja jetzt auch erst seit kurzem quasi Vollzeit selbstständig. Und die letzten 2 Jobs, die ich davor hatte, als ich noch angestellt war, habe ich beide über LinkedIn bekommen. Obwohl die Leute ja gesehen haben, dass ich eben nebenberuflich damals Coaching zum Beispiel gemacht habe, dann Marketing. Und trotzdem, weil ich eben sichtbar war und haben die Leute mein Profil gefunden, haben dann gesehen, ach krass, hat da auch gute Erfahrungen, viele Skills eben im Projektmanagement zu der Zeit gehabt. Und darüber eben mich einfach angeschrieben über Headhunter und mir so eben diese 2 Jobs organisiert letztendlich. Deswegen, ich kann es auch nur empfehlen, auch wenn du angestellt bist, nutz LinkedIn, werd sichtbar mit deinem Thema. Entweder Berichte aus dem Job oder das, was eben deine Passion ist. Und das sehen wir ja bei dir sehr gut. Thema Moderation, da sprichst du auf jeden Fall auch viel drüber. Aber auch einfach die Themen, die dich halt beschäftigen, wo du Dinge teilen kannst, die du gelernt hast oder ähnliches. Ja. Ja, definitiv. Ich glaube, wer möchte, ist da wirklich herzlich eingeladen, das für sich zu nutzen und in welchem Ausmaß muss man gucken. Aber ich sehe es total als Mehrwert und Gewinn, das für sich nutzen zu können. Auf jeden Fall. So, eine Frage habe ich auf jeden Fall noch. Du hast eben schon gesagt, so ein konkretes Ziel hast du gar nicht im Sinne von welcher Job oder welche Form, Angestellt, Selbstständigkeit und so weiter du vielleicht in 5 Jahren haben wirst. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht nur eine Sache sein, aber hast du so ein persönliches Ziel, also eben nicht Karrierestatus oder ähnliches, Einkommen, sondern vielleicht irgendwie, ja, sei es das Thema glücklich sein oder ähnliches. Also gibt es da etwas, wo du sagst, das ist mir aber so wichtig, dass danach strebe ich jetzt aktuell, auch mit Blick eben auf die nächsten 5 Jahre zum Beispiel? Mhm. Also nein, ich habe keinen Fünfjahresplan, das kann ich schon mal spoilern. Das Thema glücklich sein, das ist so, klingt so pathetisch vielleicht, aber auf jeden Fall natürlich irgendwie was zu tun, weil ich eben auch Phasen in meinem Leben hatte, wo ich Dinge getan habe, jobtechnisch, wo ich dachte, boah, das ist es einfach gerade nicht und ich bin so unglücklich oder so an der Grenze, gerade auch was Erschöpfung angeht. Das will ich auf jeden Fall nicht mehr. Und ich glaube, dazu kann ich auch nur aufrufen, und das tun wir auch mit der Arbeit von Hans, dass man, glaube ich, seinen eigenen Weg so ein bisschen gehen muss und das total in Ordnung ist und sich nicht beirren lassen sollte zu, ja, irgendwie das eine ist besser als das andere oder das ist falsch oder wir haben das aber so gemacht, sondern den eigenen Weg zu finden. Und da bin ich, glaube ich, punktuell stolz drauf, dass ich das tue und entgegen vielleicht Widerständen, die immer mal stattgefunden haben, und den möchte ich auf jeden Fall weitergehen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, mich nicht beirren zu lassen und weiter mich auszutesten und diesen roten Faden, den es doch in meinem Kopf zumindest gibt, zu verfolgen. Und dann kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass ich noch häufiger auf der Bühne stehe, in welcher Form auch immer, sei es doch als Experte oder eben in der Moderation. Aber auf jeden Fall, das hast du auch angesprochen, spielt dann doch in meinem Kopf immer wieder der Gedanke mit, sei es eine Selbstständigkeit, aber auf jeden Fall noch dieses
in mir drin schlummernde Potenzial. Das hat Rangel Struss mal ganz toll formuliert. Jeder hat irgendwie Potenzial, was in sich schlummert, was man herauslassen sollte und möchte im besten Fall. Und das sind eben das Thema Schreiben und Reden und Moderation und Podcast und das noch häufiger zu tun und vielleicht im Vergleich zu jetzt auf andere oder für andere zu arbeiten oder auf andere zu setzen, noch mal ein bisschen mehr in mich selber zu investieren und zu gucken, hey, ist da nicht was in puncto einer Selbstständigkeit oder eines Jobs, der diese, ja, Talente ist groß gegriffen, aber diese Passion auf jeden Fall vereinen kann. Und das Ziel verfolge ich und da bin ich auf jeden Fall happy mit, dass ich das jetzt gerade tue und ganz sicher, dass ich es weiterhin tun werde. Und dann können wir gerne mal in 5 Jahren nochmal sprechen und dann fragst du mich, wie das so geklappt hat mit dem nicht ganz so klaren Antworten, aber trotzdem klaren Kopf. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das hast du ja auf jeden Fall, ist es, seine Werte zu kennen. Und das ist bei dir halt zum einen die Weiterentwicklung, habe ich jetzt vernommen. Ne, das Thema Moderation, Sprache in jeglicher Form, ob gesprochen oder als Texte. Und sich da einfach ein Stück weit treu zu bleiben, sich eben vielleicht auch nicht festzulegen. Das kann ja eben auch einfach etwas sein, was dir wichtig ist. Und offensichtlich ist es das. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Man braucht ja nicht den 5-Jahresplan, aber einfach zu wissen, grob, was ist mir wichtig, damit es mir gut geht. Ne, wo will ich grob hin, gefühlsmäßig zum Beispiel. Und das hast du ja auf jeden Fall. Deswegen bin ich gespannt, wo deine Reise weiterhin hingeht. Moderation ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Ich glaube, dafür kann man dich auf jeden Fall kontaktieren. Bist du deutschlandweit unterwegs oder vor allem in der Region, in der du momentan ansässig bist? Genau, also ich bin in Hamburg ansässig und bisher einfach auch eher an Events, die sich so spontan ergeben haben, aber total gewillt und offen, das eben auch auszubreiten. Deswegen auch deutschlandweit unterwegs, wenn es da Interessen gibt über den Podcast jetzt. Genau. Perfekt. Ja, dann einfach über LinkedIn am besten den Philipp mal kontaktieren, wenn ihr da Interesse habt. Und Philipp, du darfst jetzt auf jeden Fall noch die Abschlussfragen beantworten, die wir hier in diesem Podcast immer haben am Ende. Du darfst ein paar Sätze vollenden. Es gibt kein richtig und falsch. Und deswegen starten wir mal rein mit einem Wort. Das hast du zum Eingang schon definiert. Vielleicht kriegen wir es jetzt noch mal in einem kurzen Satz hin zum Abschluss. Und deswegen Erfolg bedeutet für mich. Erfolg bedeutet für mich, das eigene Tun in seinen Alltag integrieren zu können und bei sich zu bleiben. Sehr schön. Der zweite Satz ist auch ein Leitthema, glaube ich, aus deinem Leben, das Thema Lernen und Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen lautet der Satz, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Auch bei sich zu bleiben, offen für Dinge zu sein und den eigenen Passionen Aufmerksamkeit zu schenken. Dann gehen wir jetzt zum Schluss noch eine Ebene tiefer und deswegen Leben bedeutet für mich. Leben bedeutet für mich, die Dinge auszukosten, die einem Spaß brachen und das mit anderen Menschen teilen zu dürfen. Schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Philipp, dass du heute hier warst. Ich danke dir, Michel. Schön, dass ich hier sein durfte und danke für die Bühne, die digitale. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr Fragen habt an Philipp zum Thema PowerPoint, Karaoke oder sonstigen Themen Moderation, schreibt das gerne in die Kommentare. Seine Kontaktdaten findet ihr in der Videobeschreibung und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut und bis dann.